Raven here. You want to be a contractor? According to your reputation, you have the right skills for the job. If you're interested, the risk is high, but so is the reward. We have multiple contracts, from solo intel gathering to team strike force operations. Locations are hot, and you were never there. If you're compromised, you're on your own. Are you ready? PlayStation. Ja Leute, die Katze ist aus dem Sack. Firewall Ultra wurde für die PlayStation VR 2 angekündigt. Yes! Also ich bin schon mal gehypt. First Contact Entertainment wollte ja eigentlich schon zum Monatswechsel die Katze aus dem Sack lassen, zum 4-jährigen Geburtstag von Firewall Zero Hour. Durften sie leider noch nicht. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Wie gesagt, Firewall Ultra wurde für die PlayStation VR 2 angekündigt mit einem Reveal-Trailer. Und den schauen wir uns jetzt gleich nochmal Szene für Szene an und gucken mal, was wir daraus an Informationen ziehen können. Und dann werfen wir gleich nochmal einen Blick auf den PlayStation-Blog. Da wurde nämlich auch was über Firewall Ultra geschrieben. So, also wir werfen mal einen Blick jetzt hier auf den Trailer. So, only on PlayStation VR 2, ist klar. Raven here. You want to be a contractor? According to your reputation, you have the right skills for the job. Sie haben im PlayStation-Blog geschrieben, dass es die alten Karten in überarbeiteter Form nochmal geben wird. In überarbeiteter und erweiterter Form geben wird. Da bin ich mal gespannt. Das Bild könnte aber eine neue Karte sein. Sieht jetzt, glaube ich, nicht so aus wie eine Karte If you're interested, aus Firewall the Zero. risk Okay. is high, Okay, Insekten auf dem Boden. but so is the reward. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Hier, man sieht immer, dass hier so verschiedene Punkte immer so in seinem HUD angezeigt werden. Objective. We have multiple contracts, from solo intel Verschiedene Punkte, also man kann vielleicht auch einen Schrank öffnen oder irgendwie so. gathering to teams. Angezeigt. Multiplayer Objectives stand hier gerade. Da haben wir es nochmal. Also verschiedene Aufgaben im Multiplayer-Bereich. Also anscheinend nicht nur einfach Laptop hacken, sondern es gibt verschiedene Aufgaben. Gathering to team strike force operations. Locations are Neue Kontraktoren und neue Locations. Sehr interessant. hot, and you were never there. If you're compromised, you're on your own. Also irgendwie dreht sich es natürlich trotzdem um den Laptop. Man sieht da jetzt auch, dass der Laptop da steht. Hier haben wir eine Pistole eingeblendet. Die TNK, ich glaube, die gab es auch schon bei Firewall Zero Hour. Grafisch sieht das sehr, sehr cool aus auf jeden Fall. Are you ready? Interessanter Bildschirm. The Next Generation of Firewall. Also, wichtig hier, Finger Touch Detection. Also wahrscheinlich wie bei den Oculus-Controllern, dass die Tasten merken, wenn du deinen Finger nur so auflegst. Ja, das war ganz nett gewesen immer bei den Oculus-Controllern. So, Adaptive Triggers haben wir hier noch. Also sprich, wussten wir, dass die PlayStation VR 2 Controller das auch dann haben. Wird bei Firewall Zero Hour, also bei Firewall Ultra auch unterstützt. Also, dass ihr einen Widerstand spürt oder Vibration auch spürt in den Tasten, in den Triggern. Eye-Tracking wird hier auf jeden Fall genutzt. Haptische Feedback im Headset, also sprich, ihr spürt Sachen am Kopf. Ein Headshot oder sowas, keine Ahnung. 4K HDR. Fast Loading Times, okay.
Faux-Feeded Rendering, also um Rechenleistung zu sparen, wird halt nur der Bereich, in den ihr auch hinschaut, scharf gerendert, 110 Grad Field of View. So, Firewall Ultra ist ab jetzt auf der Wunschliste im PlayStation Store. Also würde ich euch bitten, packt das alle mal bitte auf eure Wunschliste im PlayStation Store und helft damit dem Entwickler und auch Sony zu zeigen, es ist ein Interesse da. Wir wollen das Spiel für die PlayStation VR 2 unbedingt haben. So, ich glaube, das war es an Infos, die wir PlayStation. Trailer ziehen können, genau. Dann wechseln wir jetzt mal in den PlayStation-Blog. So, hier ist der PlayStation-Blog, der offizielle, der deutsche. Und hier lese ich euch das nochmal vor. Die Weiterentwicklung der Firewall-Reihe für PlayStation VR 2. So, First Contact Entertainment, entwickelt vom Firewall Zero Hour. Entwickler von Firewall Zero Hour veröffentlicht neuen Trailer zum geplanten PlayStation VR 2-Titel Firewall Ultra. First Contact Entertainment legt bereits von Anfang an den Fokus darauf, qualitativ hochwertige Erlebnisse in der virtuellen Realität zu bieten, und unser Team hat stets daran geglaubt, die Grenzen des Möglichen neu definieren zu können. Aus diesem Grund freuen wir uns, nach 4 Jahren Support für Firewall Zero Hour ankündigen zu können, dass wir diese Grenzen mit unserem nächsten Live-Multiplayer-Game im Ego-Shooter-Style für PlayStation VR 2 Firewall Ultra einmal mehr neu definieren werden. Firewall Ultra stellt die Weiterentwicklung der Firewall-Reihe dar. Wir nutzen die neuen Funktionen, die PlayStation VR 2 zu bieten hat, und freuen uns, euch einen Vorgeschmack darauf zu geben, wie wir einige davon in Firewall Ultra verwendet haben. So, 5 Jahre nach dem Originalspiel haben sich die Auftragnehmer und Orte, die ihr ins Herz geschlossen habt, weiterentwickelt und sind jetzt Teil der nächsten Generation. Da PlayStation VR 2 mit 4K HDR eine deutlich höhere Grafiktreue bietet, haben wir alle Charaktermodelle komplett neu entwickelt. Die Karten wurden ebenfalls komplett überarbeitet und umfassen jetzt neue Bereiche und Texturen. Es wird zudem neue Orte und Auftragnehmer geben. Doch wäre es kein Firewall-Spiel ohne die Waffen und die Ausrüstung, die ebenfalls einen viel höheren Grad an Anpassung bieten. Okay, also was können wir aus dem Abschnitt rausnehmen? Also, die Karten wurden überarbeitet und umfassen jetzt neue Bereiche und Texturen. Also sprich, es gibt die alten Karten und es gibt aber auch neue und auch neue Kontraktoren. Da können wir definitiv gespannt sein. Nächster Abschnitt. Wir haben in den vergangenen 4 Jahren unserer Community zugehört und sind stolz darauf, euch mitteilen zu können, dass ihr Firewall Ultra auf dedizierten Servern spielen könnt. Also bei dem Satz muss ich in der Tat ein bisschen schmunzeln. Wir haben in den vergangenen 4 Jahren unserer Community zugehört. Kann sein, dass sie zugehört haben, aber sie haben leider in den vergangenen 4 Jahren nicht wirklich darauf reagiert. Also bei Firewall Zero Hour hätten sich auch schon einige viele Funktionen gewünscht, die aber leider nie gekommen sind. Also hoffen wir mal, dass sie jetzt dann die ganzen Sachen, die gewünscht wurden von der Community, jetzt dann in Firewall Ultra dann wirklich auch umsetzen. Dedizierte Server, sehr, sehr gut. Firewall Zero hat ein großes Problem gehabt, dass wenn der Host rausgegangen ist, also ein Spieler hat immer den Host gemacht und dann das Spiel gehostet. Wenn der rausgegangen ist, sind halt alle anderen auch rausgeflogen. Und das war immer alles andere als optimal. So hat man dann manchmal Stunden über in der Lobby verbracht, weil einfach ständig dann irgendwie der Host rausgegangen ist. Das ist dann definitiv nicht mehr so. Es gibt dedizierte Server, das heißt, darüber muss man sich keine Gedanken mehr machen. Außerdem fügen wir dem Spiel Runden hinzu, sodass es in jedem Kampf darum geht, als Sieger aus 3 Runden hervorzugehen. Okay, bei Firewall Zero Hour war es manchmal ein bisschen nervig, oder viele haben es für nervig empfunden. Du hast eine Runde gespielt, die manchmal nicht sehr lange gedauert hat, und dann warst du erstmal wieder in der Lobby. Dann hast du da erstmal wieder eine ganze Weile gebraucht. Der Timer ist halt runtergelaufen, weil du konntest ja nicht, es gab keinen Ready-Button. Dann wurde halt jedes Mal so der Spielfluss jedes Mal unterbrochen. Du warst wieder in der Lobby, hast wieder kurz gespielt, warst wieder in der Lobby und so weiter. Jetzt gibt es also Runden, Sieger aus 3 Runden. Das ist anscheinend ein Spielmodus, den es auf jeden Fall jetzt dann gibt.
Zudem geben wir dem Ganzen ein völlig neues PvE-Erlebnis. Okay, das ist interessant. Firewall Zero Hour hat zwar auch einen Modus unterstützt, wo man mit seinem Team, mit 4 Leuten, gegen Computergegner spielen konnte. Der war aber ehrlich gesagt nicht so das Gelbe vom Ei. Wir sind mal gespannt, was da Firewall Ultra dann macht. Also es scheint, dass sie sich nicht nur auf den PvP-Modus konzentrieren, sondern auch den PvE-Modus für Firewall Ultra neu entwickelt haben. Darüber hinaus haben wir zukünftige Inhalte für die Zeit nach der Veröffentlichung geplant, zum Beispiel neue Auftragnehmer, Karten und Waffen. Ja, natürlich, wird auch wieder Season Pass geben und so weiter und so fort. Überdies werden für Firewall Ultra neue Funktionen der PlayStation VR 2 Sense-Technologie wie die Blickerfassung genutzt, mit der ihr intuitiv Waffen austauschen und HUD-Kontrollleuchten über Kameras im PlayStation VR 2 Headset anzeigen könnt. Den Satz verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Mit der Blickerfassung, okay, also mit der Blickrichtung der Augen kann ich intuitiv die Waffen austauschen? Wie soll denn das aussehen? Indem ich an einen bestimmten Punkt gucke, kann ich die Waffe wechseln oder was? Okay, interessant. Und hat Kontrollleuchten über Kameras im PlayStation VR 2 Headset anzeigen können. Okay, also ich muss halt auf bestimmte Bereiche gucken im Bild und löse dann damit irgendwelche Anzeigen in meinem HUD aus. Okay, interessant. Zum Schluss möchten wir uns bei allen unseren wunderbaren Community-Mitgliedern bedanken. Von Treffen bis hin zu internationalen Turnieren. Die Community von Firewall Zero Hour hat alle unsere Erwartungen bei weitem übertroffen. Für viele ist Firewall Zero Hour viel mehr als nur ein Spiel. Es ist ein virtuelles Familientreffen. Es ist ein Ort, an dem man neue Freunde finden kann, oder es ist eine Flucht in eine andere Welt, ohne die Komfortzone des eigenen Wohnzimmers zu verlassen. Viele unserer Spieler sind seit der Veröffentlichung dabei, wir eingeschlossen. Sie sind extrem hilfsbereit gegenüber neuen Mitspielern, ja, wir auch eingeschlossen, und erstellen einige der besten Inhalte, die wir je gesehen haben, wir auch eingeschlossen. Und die wir tatsächlich in Dauerschleife auf dem Fernseher in unserem Pausenraum abspielen. Okay, das wäre interessant, ob da auch mal ein Video von uns gelaufen ist. Es war uns eine Freude, euch beim Wachsen und bei der Weiterentwicklung zuzusehen, und wir freuen uns sehr, euch mit Firewall Ultra ein neues Erlebnis zu bieten. Wir freuen uns darauf, euch das Gameplay bald zeigen zu können. Okay, also hoffen wir mal, dass bald richtiges Gameplay-Material zu sehen kriegen. Es wurde gemunkelt, dass eventuell sogar entweder noch diese Woche oder nächste Woche oder sowas ein Sony-Event stattfindet, ein PlayStation VR 2 Event sogar. Vielleicht kriegen wir da noch ein paar neue Szenen zu sehen. Wäre ja nicht schlecht. Würde auf jeden Fall dazu passen, dass jetzt hier heute Firewall Ultra bekannt gegeben wurde, wenn dann jetzt in naher Zeit dann ein PlayStation VR 2 Event stattfindet. Würde dazu passen auf jeden Fall. Okay. So, das soll es gewesen sein. Also, das war Firewall Ultra, der Reveal-Trailer. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Seid ihr so gehypt wie wir? Weil wir sind definitiv gehypt. PlayStation VR Firewall Zero Hour gehört nach wie vor zu einem unserer Lieblingsspiele. Und wir freuen uns sehr, dass es für die PlayStation VR 2 einen Nachfolger geben wird. Also darauf haben wir die ganze Zeit schon gehofft. Jetzt wäre nur noch interessant, gibt es vielleicht irgendwann mal noch einen PlayStation VR 2 Aim Controller? Das wäre natürlich noch so das i-Tüpfelchen. Und vergesst nicht, dem Video ein Like da zu lassen, und dann sehen wir uns bald. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Raven here. You want to be a contractor? According to your reputation, you have the right skills for the job. If you're interested, the risk is high, but so is the reward. We have multiple contracts, from solo intel gathering to team strike force operations. Locations are hot, and you were never there. If you're compromised, you're on your own. Are you ready?
informations.